Ja, moin zusammen und willkommen in der Ranker-Höhle zu einem neuen Video. Und heute werfen wir mal einen Blick auf eine meiner absoluten Lieblingsstatuen bzw. Sammelstücke, und zwar aus dem Hause Kotobukiya. Und dem einen oder anderen ist es vielleicht ein Begriff. Aktuell bieten die ja Figuren im kleineren Maßstab an, meistens so im 1:10 Bereich. Aber vor einigen Jahren und bis vor kurzem noch mit ein paar Veröffentlichungen wurden dort auch Statuen im Maßstab 1:7 produziert, die natürlich dann um einiges imposanter aussahen als die kleinen Figuren. Nun weiß aber wahrscheinlich der eine oder andere gar nicht, wie lange die schon im Geschäft sind. Denn die Firma Kotobukiya hat seinerzeit ganz klein in Tokio angefangen, und zwar als ein reiner Laden für Spielzeug und für Modellbausätze. Und das bereits schon im Jahr 1947. Und im Jahr 1953 wurde daraus dann halt die Firma Kotobukiya gegründet. Zu dem Zeitpunkt allerdings auch bislang nur als Vertriebler letzten Endes. Die haben dann im großen Stil entsprechend Spielzeug- und Modellbausätze vertrieben im japanischen Raum. Und Anfang der 80er hat man rumexperimentiert und ist dazu übergegangen, auch selbst Modellbausätze zu produzieren. Ähm, Ganz klassisch, also wirklich diese klassischen Plastikmodellbausätze, wie man sie von anderen Herstellern kennt, wie Bandai, wie Revell, wie AMT Ertel, die man halt aus diesen Plastikbäumen rausschneiden musste und bemalen und bekleben musste. Allerdings auch als Resin-Modellbausätze. Hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gesehen. Das sind diese etwas gröberen Bausätze, gerade vorwiegend auch eher Figurenbereich. Gerade in den 90ern gab es da auch sehr, sehr viele von, vorwiegend auf diversen Börsen zu kriegen, meistens ohne Lizenz. Das waren dann nur so graue bzw. braune Pappkartons mit einem Aufkleber drauf. Und die beinhalteten auch sehr, sehr viel Arbeit. Das waren ja richtig große Klötze, und man musste da wirklich teilweise absägen und das Ganze verdrahten und verkleben, bis man das dann halt bemalen konnte. Und das war natürlich auch sehr, sehr bruchanfällig, das Ganze. Damit hat man, wie gesagt, auch bei Koto experimentiert. Ich blende euch gleich mal ein paar Beispielbilder ein, dann könnt ihr sehen, wie die ungefähr so aussahen. Und am Ende hinterher ist es dann so gewesen, dass die Vinylbausätze herausgebracht haben. Also wirklich aus einem etwas weicherem Plastik. Auch da gab es diese Überstände, da musste man mit dem Cuttermesser entsprechend das Ganze erstmal ein bisschen säubern, bevor man das kleben konnte. Vorteil war natürlich, das Ganze war nicht so bruchanfällig. Und damit haben die letzten Endes den Grundstein gelegt für die lizenzierten Serien. Man hat 1985 gab es ein Godzilla von Kotobukiya als Model-Kit für die ersten Gehversuche, und dann haben die halt diese Gundam-Lizenz gehabt. Fragt mich jetzt bitte nicht genau, welche exakt, da bin ich wirklich nicht so im Thema. Es geht halt um diese Gundams, diese japanischen Mechs, aber ihr wisst wahrscheinlich schon, was ich meine. Ja, und wie sich das dann so weiterentwickelt hat, gab es dann 2002 auch die erste Star Wars Lizenz. Und da sind wir jetzt schon beim Thema. So, und da haben wir unseren Gaststar. Wirklich eine meiner absoluten Lieblingsstatuen immer noch. Wobei Statue, genau genommen ist es offiziell laut Kotobukiya und laut der Verpackung wirklich ein Modellbausatz. Wobei Modellbau, hält sich ja eher in Grenzen. Ich kann euch das mal kurz zeigen, letzten Endes. Hier sind so ein paar Steckverbindungen einfach, die dann zusammengefügt werden müssen. Der Torso muss auf die Beine gesetzt werden und dann das Ganze auf die Base. Das hat übrigens den Hintergrund, dass es seinerzeit nicht mehrere Hersteller ein und dieselbe Sparte an Figuren produzieren durften. Und da ja im Bereich 1:6 und 1:7 Statuen und Figuren gerade Anfang der 2000er, oder wie er kam zwischen 2003 und 2004 raus,
ja, da gab es dann halt die Hersteller wie Gentle Giant und wie Sideshow, die halt dann die Lizenz für, das hatten Gentle Giant für 1:6 Statuen aus Kunstharz und Sideshow halt damals für die 12-Inch Figuren, also so die Vorläufer für die eigentlichen Hot Toys. Und ja, so hat man sich dann ja, so ein bisschen letzten Endes da eine Grauzone geschaffen. Und das Schöne bei der ganzen Sache ist, die sind robust. Also der ist mir jetzt zwar noch nicht runtergefallen, aber selbst wenn der runterfällt, würde der nicht in 1000 Teile zerbersten, sondern ja, man steckt ihn einfach wieder zusammen und gut ist. Und ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn gerade so eine Statue eine gewisse Dynamik hat, eine Geschichte erzählt. Ne? Diese lauernde Pose, ja, weicht der gerade Blasterfeuer aus, so lauert der auf irgendwas, was er sieht und steht nicht einfach nur starr da, sondern man kann da so ein bisschen der Fantasie auch freien Lauf lassen. Und deswegen ist es nach wie vor für mich ein zeitloses Design. Und auch unter vielen, vielen Sammlern, die auch dieses gute Stück kennen oder auch ihr eigen nennen, ja, auch absolutes Highlight nach wie vor. Er ist auch sehr, sehr gut gealtert. Also ne, das Material ist immer noch stabil, nichts vergilbt oder ähnliches. Und ja, einfach eine wirklich, wirklich tolle Figur. Aber ich würde mal sagen, wir schauen uns da jetzt auch mal ein paar Details aus der Nähe an. So, und hier haben wir noch mal ein paar Details. Wir fangen mit dem Helm einfach mal an. Also ich finde, der ist unfassbar gut gealtert, auch von den Proportionen her. Das ist ja auch beim Scout-Helm immer so eine, ja, etwas schwierigere Sache, das richtig vernünftig hinzubekommen, dass das nicht zu breit oder zu lang gezogen ausschaut. Und ich finde, die ist einfach toll gealtert dafür. Da haben die seinerzeit schon wirklich tolle Arbeit geleistet. Auch hier mit dem Backpack. Die kleinen Details da drin. Auch das Weathering. Hier mit den Schmutzspuren da. Alles so ein bisschen verwittert. Mir jetzt beim erneuten Betrachten extrem ins Auge stach ist, wie detailliert auch hier an der Sohle gearbeitet worden ist, ne? Mit den Schmutzspuren. Und wie gesagt, das ist alles eine reine Vinylstatue. Hier auch nochmal der Blaster-Holster. Und der Blaster selber auch. Da nochmal ein Blick auf die Brustplatte. Ready to Action. Auch schön gemacht. Hier die Erde mit dem Fahren da unten. Als würde er einen gleich ja, anspringen wollen oder in Deckung gehen. Absolut schönes Sammelstück. Und eins meiner absoluten persönlichen Highlights. Wenn nicht sogar in den Top 5 drin bei all den ganzen Sachen. Hier sieht man es dann auch nochmal. Wenn man den von der Base abnimmt, sind sogar die Abdrücke dann entsprechend hinterlegt. Selbst an das kleine Detail haben die gedacht, dass das richtig schön sich in die Base einblendet.
Ja, und das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in dieses schöne Stück geben und ein bisschen über die Hintergründe und über die Hersteller. Ich habe bei der Recherche von dem Video war ich selbst erstaunt. Also ich wusste, dass Koto als kleiner Laden angefangen hat, aber dass es die wirklich schon seit so vielen Jahren gibt, also mittlerweile seit fast 80 Jahren, ist wirklich enorm und nach wie vor im Geschäft. Leider tritt man momentan ein bisschen, was die Star Wars Lizenz angeht, auf die Bremse. Da gab es sehr, sehr schöne Trooper-Sets auch. Und die 1:10 Figuren waren wirklich immer ein Highlight. Die sind aber auch preislich extrem explodiert. Also ich glaube, ich habe damals für einen Stormtrooper Doppelpack 50 oder 60 Euro bezahlt. Und zuletzt kam, glaube ich, noch ein Ewan McGregor Obi-Wan raus in 1:10 und der hat alleine schon fast das Dreifache gekostet von dem, was so ein Doppelpack gekostet hat. Ne? Und dann sage ich mir auch, irgendwann ist da auch mal gut. Apropos 1:10, ich habe euch dann auch noch mal was vorbereitet, denn ich habe natürlich auch die 1:10er Scouts. Jetzt kann man mal hier recht nett den Unterschied sehen, was das schon ausmacht. Wie gesagt, offiziell ist der Kamerad hier 1:7. Wenn ich den aber neben einer 1:6 Gentle Giant Statue stelle, wirkt es auf dem gleichen Maßstab. Also es wird vielleicht irgendwas Krummes dazwischen sein. Ich bin mir da auch nicht ganz so sicher. Finde die Kleinen auch sehr, sehr cool gemacht. Aber ja, an den kommt für mich als Scout-Fan, ist mein absoluter Lieblingstrooper. Ist ja auch Return of the Jedi, ist mein Lieblingsfilm der Reihe, hat nostalgische Gründe. Aber allein dieses Design fasziniert mich schon seit früher Zeit. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Denkt dran, schaut mal in meine anderen Videos rein. Es wird jetzt auch wieder mehr Content kommen. Hat eine kleine Pause machen müssen. Aber alles gut, da ist noch einiges in der Pipeline. Habt ihr vielleicht auch die eine oder andere Figur von Kotobukiya da? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefällt, natürlich immer einen Daumen hoch, da freue ich mich drüber. Und den Kanal abonnieren. Ja, bleibt sammelwütig und denkt immer dran, wer spinnt, hat mehr vom Leben. Ciao.